Hallo und herzlich willkommen zu diesem Roland MC707 Groovebox Tutorial. Im heutigen Tutorial verschaffen wir uns einen Überblick über die rückwärtigen Anschlüsse an der Groovebox. Hier haben wir den Stromanschluss und den Ein- und Ausschalter. Hier haben wir den USB-Anschluss. Über den USB-Anschluss können MIDI-Daten sowie Audiodaten übertragen werden. Des Weiteren kann man über den USB-Anschluss auch auf die SD-Karte zugreifen, um Samples raufzuspielen bzw. Projekte zu importieren und zu exportieren bzw. zu sichern. Um auf die Speicherkarte zugreifen zu können, müssen wir ins Utility-Menü, das geht mit Shift Nopper sein, der ganz rechte Tab, Storage Mode, wir drücken Enter, das Gerät versetzt sich in Storage Mode. Wenn man jetzt ein USB-Kabel anschließt, kann man auf die Speicherkarte zugreifen. Am Computer wird dann ein normales Wechsellaufwerk angezeigt, das man dann aber auch auswerfen muss, bevor man das USB-Kabel trennt. Um die Audio-In- und Outputs verwenden zu können, muss man einen Treiber vorher installieren. Bei Windows 10 Rechnern mit Windows 10 und Internetverbindung installiert sich der Treiber selbst, sobald man die MC707 anschließt. Zu beachten gibt es, dass man die 707 erst einschaltet und dann erst verbindet. Sollte das nicht funktionieren, überprüft, ob der USB-Treiber auf Vendor und nicht auf Generic eingestellt ist. Man findet diese Einstellung ebenfalls im Utility-Menü, Set, im Control-Tab. Und der USB-Treiber, der muss auf Vendor gestellt sein. Wenn der auf Generic eingestellt ist, muss man den auf Vendor wechseln und das Gerät neu starten und dann das USB-Kabel anschließen. Dann sollte es funktionieren. Wenn alles richtig installiert ist, stehen einen 6 Mono-Ausgänge sowie 20 Mono-Eingänge zur Verfügung, beziehungsweise 3 Stereo-Ausgänge oder 10 Stereo-Eingänge. Daneben befinden sich die MIDI-Buchsen. Dann kommt der Schacht für die im Lieferumfang enthaltene 8 GB SD-Karte. Zu beachten gibt es, dass alle Samples und Projekte auf der SD-Karte gespeichert werden. Also passt auf beim Formatieren, denn sonst ist alles weg. Hier haben wir die externen Inputs, um externe Instrumente oder ein Mikrofon anzuschließen. Daneben befindet sich der Umschalter zwischen Mikrofon oder Line. Es kann nur der linke Anschluss für Mikrofon benutzt werden. Die Pin-Belegung sieht wie folgt aus. Rechts daneben befinden sich die Send- und Return-Buchsen, um externe Effekte einzuschleifen, wobei Send die Ausgänge und Return die Eingänge sind. Man kann sie an folgenden Positionen einschleifen. Die Assignable Outputs sind zusätzliche Ausspielwege, die nicht durch den Master-Effekt gehen. Am Mixout werden alle Kanäle inklusive Master-Effekt ausgegeben. Die Kopfhörerbuchse, denke ich, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Okay, das war's für heute, liebe Leute. Wenn ihr kein Video verpassen und auch noch den Kanal unterstützen wollt, lasst ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu drücken. Über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. See you.